Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Ich habe heute den Sebastian am Start. Servus. Hi. Und wir freuen uns sehr für euch hier bei kühlen Augusttemperaturen 2018, kühle 36 Grad im Schatten. Sind wir hier für euch aktiv und gehen an einen absoluten Klassiker heute. Walk This Way, Aerosmith. Also wer den Song nicht kennt, hat irgendwie noch keine E-Gitarre gehört oder irgendwie Rockmusik gehört. Ist ein absoluter Klassiker. Wir sind im dritten Tag des fortgeschrittenen Kurses, aber keine Panik. Teile des Songs, also der Intro-Lick auf jeden Fall, ist für Anfänger geeignet und einer der Mega-Riffs schlechthin. Muss man können. Muss man einfach können, den gucken wir uns dann in Ruhe an. Da brauchen wir uns nicht lange mit aufhalten. Die Strophe hat es in sich. Ja. Dort haben wir einen sehr funkigen Boogie am Start, der es in sich hat. Und der Rest des Songs, ja, ist funky, groovy, geil gesungen, cooler Text. Was will man mehr? Mega-Hit. Größter Hit der Band. Geile Solos. Geile Solos. Ja. Also mega geile Solos. Ne? Und erstmal, wir sind, komm, lass uns mal den Hauptriff spielen, dann begrüßen wir erstmal alle. Ne? 1, 2, 3, 4. Wenn da keine Stimmung aufkommt und keine Laune, dann weiß ich auch nicht. Ne? Hallo, liebe Grüße an alle. Jetzt gehen wir mal in den Live-Chat und gucken, wer alles da ist. Ja, super. Wir haben 37 Zuschauer bei tropischen Temperaturen. Huiuiui. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Guckt doch mal das an. Ne? Also, wir waren heute hier der Erste. Also mal gucken. Ach Gott, guck mal, Markus. Hallo Markus, hallo nach Köln. Super überpünktlich. Hallo Walter, Arnold, Nicola, Servus, Dieter, Friederike, super, schön. Gitaliger auch, glaubt das ist neu. Und schöne Grüße vom Bodensee, Grüße. Ich hoffe, du kannst dich noch abkühlen. Super schön. Also, wir werden heute richtig viel Freude haben in der Analyse und uns mal angucken, was hier passiert. Okay, ihr Lieben, also volle Konzentration hier auf die Sache und wir reden vor allen Dingen als erstes einmal über Joe Perry, haben wir vorgenommen, bevor ich jetzt über den Sound rede und wie er den erzeugt. Ich habe hier die Influences erstmal. Ne? Joe Perry ist der Solo-Gitarrist, der bekanntere von den beiden. Na, der zweite ist Brad Gillis, genauso gut im Grunde genommen, nur wie immer die Rhythmusgitarre ist ähnlich wie bei AC/DC, Angus und Malcolm. Angus stiehlt die Show und Malcolm ist im Hintergrund die Maschine. So ist es hier. Aber Joe Perry ist ein großer Fan von Early Fleetwood Mac und von Peter Green, Jimi Hendrix, ein riesiger Fan von Jimi Hendrix und natürlich Jimmy Page, Led Zeppelin, das sieht man auch an der tief gehängten Les Paul. Da geht dann ja kein Weg dran vorbei. Diese Einflüsse sieht man und hört man auch in seinem Spiel, aber er ist ein Original. Ja. In seiner Spielweise. Er ist sehr frei in seiner Spielweise, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr funky, sehr rhythmisch. Extrem. Solos, ja. Die Solos sind super auf den Punkt, sehr, sehr rhythmisch. Und einen, den er definitiv sehr stark beeinflusst hat, ist Slash von Guns N' Roses. Als Guns N' Roses rauskam, habe ich erstmal gedacht, was das ist. Das wäre hier ein Klon von Aerosmith. Ne? Die Bühnenbewegungen von wie heißt jetzt der Sänger? Axl Rose. Von Axl Rose. Ganz fast das gleiche wie ja. von Steven Tyler. Ne? Und ja, das stimmt sogar. Die haben das dann auch immer wieder gesagt, dass Aerosmith ein großes Vorbild war. Über das Equipment kann man sagen, er hat eine Sammlung von über 600 Gitarren. Er bevorzugt Gibson-Gitarren, aber man sieht ihn auch oft mit einer Strat spielen in letzter Zeit. Und ja,
Perry had his guitar tech and equipment manager searched for this guitar. Also seine Lieblingsgitarre ist natürlich eine 59er Les Paul. Der Mann kann sich Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich hätte mir das nicht gedacht. Der Mann kann sich das natürlich auch leisten. Und Slash, ich glaube, er hat die von Slash abgekauft. Ja, er hat also Slash mit der Les Paul gesehen. Perry immediately called Slash and bugged him for years. Also jahrelang hat er ihn bearbeitet, um an diese Les Paul ranzukommen. Und die sind auch sehr, sehr stark befreundet. Ne? Am 50. Geburtstag von Slash, at Joe's 50th Birthday Party, an Perrys 50. Geburtstag hat Slash ihm die Gitarre geschenkt. Also, das zu dem Thema. Jetzt reden wir doch gleich mal ein bisschen über den Sound. Da halte ich mich auch nicht lang auf. Ich zeige euch hier mal meine Settings, die ich verwendet habe im Helix. Boom, da ist er. Also, ihr werdet euch natürlich irgendwann auch nicht mehr wundern, wenn ihr meine Videos verfolgt. Es ist mal wieder der Marshall, der Klassiker, der Plexi, weil das ist der Sound, den ich höre im Spiel. Ich habe die PRS am Start. Und hier ist ganz wichtig, vom Sound her, er ist trocken und ich habe ein bisschen Halt drauf. Ich mache den sogar noch ein bisschen weniger. So. Also ein trockener Sound höre ich auf der Originalaufnahme. Und wenn du dir den Amp hier anguckst in den Einstellungen, der Drive ist zwar hoch, aber das ist jetzt nicht stark verzerrt, weil der ist ein alter Amp aus der 60er. Und wichtig ist von den Settings her, mitten braucht der Sound, Höhen und Präsenz. Der Rest ist Standardeinstellung hier, das machen wir hier mittig auch noch so. So, speichern wir das gleich mal ab. Und ich habe den Sound auch gleich mal hier Joe Perry bezeichnet. Das kann man hier oben sehen, hoffe ich. Und, aber ich verwende den Plexi Marshall und die Bässe habe ich raus. Jetzt hört mal hin. Wenn die Bässe irgendwo in der Mitte sind, dann klingt das zwar fett und cool, aber wenn ich dann hier den Riff spiele aus der Strophe, dann wird es matschig. Ne? Deswegen gehe ich hier runter und habe diesen abgedämpften. So hört man es auch auf der Studioaufnahme, ganz klar. Würde ich auch sehen. Ja. Und was ich noch mache, ich hau hier noch einen Verzerrer hinzu, aber der hat einen geringen Einfluss. Das hört man kaum, aber er macht mir den Sound. Gibt ein bisschen mehr Schmatz. Er gibt mehr Schmatz rein. Ne? Und dafür verwende ich eben diesen Distortion hier, den ich im Helix gefunden habe. Der Tima. Was auch immer. Was auch immer das bedeutet, weiß nur Line 6. Mit wenig Gain, Level ein bisschen auf und mit Treble und Basscut habe ich mir den Sound nach Gehör hingetrimmt. Ich habe hier vorne noch einen Kompressor leicht eingestellt. Ich mache ihn mal raus. Mit. So, mal wieder rein hier. Der macht nur ganz wenig. Der hilft mir, wenn ich dann den Riff spiele, damit der Sound eben ganz, ganz sauber dass man diese Noten sehr schön akzentiert hört. Das war's zum Thema Sound. Und jetzt gehen wir gleich mal, Sebastian, hast du noch was entdeckt? Nee, aber also auf jeden Fall ganz wichtig, dass die Bässe nicht zu... Die dürfen nicht zu dominant sein, ne, im Song. Wenn du dir so einen Song reinziehst und dir das dann anhörst, dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden zu dem Sound. Er spielt in letzter Zeit auch Strats und bekommt einen ganz ähnlichen Sound, den hat hier einen Humbucker drin. Ja. Hängt halt auch, muss man wirklich sagen, viel mit der Spielweise zusammen. Enorm. Ja. Der Sound hilft natürlich auch sehr, wenn man da zu viel, also man darf jetzt da keinen High-Gain-Sound verwenden. Auf keinen Fall. Ne? Es ist wenig Gain am Start und es ist eben dieses... Und dann... Wichtig ist, dass man halt die Akkorde sauber hört. Ne? Die Noten, und die einzelnen Noten. Wenn er steht auch so wunderbar.
liebe diesen Marshall, habe ich schon ein paar Mal gesagt, oder? Ja. Geil. Wenn das keinen Spaß macht. Soll Spaß machen. Darum geht es hier. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt direkt rein in den Riff und du siehst schon, also ihr oder du, wenn du dir das Video jetzt anguckst, dann siehst du zum Beispiel, dass wir hier ein ganz einfaches Thema haben, Viervierteltakt, Tempo 107. Und gehen wir mal hier mit der Maus in, dass man das auch hier richtig sieht. So, wir haben also die leere A-Seite. So, hier siehst du das wunderbar. Und wichtig ist dieser Stopp, ne? Dass du diesen Ton hier und auch das E hier danach, wenn das kommt, das leere, sofort abstoppst. Das macht sehr, sehr viel aus in dem Sound. Ne? Wie du das spielst, ob du das jetzt so spielst oder das überlasse ich dir. Das ist also, ich mache es persönlich so, dass ich in den ersten 3 Bünden immer die ersten 3 Finger. So haben wir es angewöhnt. Wie machst du das, Sebastian? Also ich mache es mit dem Zeigefinger. Ja. Und dann mache ich dieses Roll mit dem Mittelfinger. Also Du machst einen Roll, genau. Ich mache es genauso. Ne? Okay, und das ist jetzt das Hauptthema, der Hauptriff. Erster Takt, hören wir mal rein, wie das klingt. Wäre schön, wenn man es hören wird. Was man als hier hört, dieses Tick, das sind einfach so Dead Notes. Ne? Die Finger liegen auf den Seiten und man hört so ein Schlägchen da drauf. Mehr ist es nicht. Und im zweiten Takt haben wir hier einen kurzen Pull-Off. Man kann es picken oder einen Pull-Off machen. Ich denke, es ist ein Pull-Off, so wichtig. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man ein bisschen Vibrato auf den Ton dann. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber erst auf dem letzten, ne? Erst auf dem letzten, ja, klar. Ne, oder? Der dann steht kurz. Der dann kurz stehen bleibt. Ne? Also, hier dann nochmal. Ich mache einen Pull-Off. Ja. Und wie Sebastian sagt dann, hier dann das Vibrato. Dann wiederholt sich das hier. Und hier hast du dann einen ganz schnellen Wechsel auf den Power Chord A, ne? Also ein A5 hier. Ne? Also einfach ein Barré auf der D- und G-Seite im zweiten Bund. Also. Und das kannst du einfach so getrennt üben. 1, 2, 3, 4. Und dann hast du ganz schnell hier, dann gehe ich auf den Zeigefinger und spiele das A. Ja. Und dann kommt die Gitarre des Verses und im Vers hast du permanent diesen funky Boogie-Rhythmus. Also eine Mischung aus Rock'n'Roll, aus Funk. Prince ist da so, also das sind Ja. ganz interessant, wie das Ich höre das auch. klingt, das Ding. Hören wir es mal an. Und obwohl das jetzt ganz anders klingt, wie der Hauptriff, ne? Obwohl das jetzt ganz anders klingt wie der Hauptriff, ist es doch sehr an den Groove angelehnt. Ja. Ne? Da hast diese Synkopen, die sind ganz, ganz entscheidend. Also wie lernt man so etwas jetzt? Das ist schwierig. Ja. Das ist nicht einfach. So, wie gehe ich an so etwas ran? Ich schnapp mir als erstes jetzt mal die ersten 8 Töne.
dann halbiere ich das Tempo. Ich gehe jetzt auf Tempo 50. Okay, also noch mehr wie halbiert, weil das Originaltempo ist 107. Und dann wird es schon wesentlich transparenter. Ah ja, du sollst das natürlich übernehmen hier, mein Freund hier. So, dann machen wir es mal auf 50. So, Sekunden. Und dann haben wir, jetzt hörst du. Okay, und dann schnappst du dir die 8. Ich mache es hier, du hast mehrere Möglichkeiten. Das ist ja ein Power Chord. Du kannst es theoretisch so spielen, du greifst einen Power Chord auf C. Und hier drin, in diesem Groove, da ist so, hier an dieser Stelle, ist eine Dead Note. Genau hier. Also. Und hier mache ich mit dem kleinen Finger, das ist nicht einfach, ein Pull-Off. Während der Power Chord gegriffen bleibt. Während der Power Chord gegriffen bleibt. So eine andere Variante ist, du kannst es mit den beiden Fingern greifen und dann so hier mit dem kleinen hochgehen. Im Grunde genommen überlasse ich, es gibt also viele Möglichkeiten, ich zeige dir ein paar Möglichkeiten, wie du den komplett dann spielen kannst. Was jetzt schwierig ist, ist, dass hier kommt nochmal die 8 einmal und dann unten dran die 10. Und also diese Oktavierung, zweimal das C. Und dann wieder die 10 und dann mit dem kleinen Finger bis auf die 13. Ja, wie kann man das machen? Ich mache es zum Beispiel, ich könnte es vielleicht so spielen. Hören wir uns den zweiten Teil an. Und dann fügen wir den mal zusammen. Man muss auch ganz ehrlich zugeben, das ist teilweise schwierig, es langsam zu spielen. Ja, es auf ist, jeden Fall. Du musst dich tierisch konzentrieren, das langsam auch noch einen Groove reinzubekommen. Ne? Ja. Aber so lernt man das einfach. Es geht nicht anders. Ne? Also. Hier ist die größte Schwierigkeit. Nun, was du machen kannst, du kannst zum Beispiel das so spielen. Und dann mit dem kleinen Finger hier runtergehen. Dann mache ich's. Ja? Ja. Du hast ja längere Finger. Ein bisschen, ne? Ja. Okay. Okay. Nochmal langsam mit dem kleinen Finger. Oder ich mache jetzt so einen Roll-Off, kannst du auch machen. Okay. Jetzt ein kleiner, ja, ich weiß nicht, mir liegt es nicht so. Der will da nicht so machen, was ich will. Weil ich muss hier wirklich meine Hand verbiegen. Ja, wenn ich mit ja, kleinen- muss also- Deswegen, ich mache es so. Ne? Ich greife den Power Chord so und dann habe ich da wenig Schwierigkeiten. Ja. Jetzt erhöhe ich wieder das Tempo mal auf 80 und dann hören wir diesen Groove schon etwas besser, würde ich sagen. Ja, gehen wir mal auf Tempo 80 oder ja, 80, so. Und dann klingt es so.
Also, ich muss mich tierisch konzentrieren, wenn ich es auf diesen Tempi spielen will. Originaltempo ist das dann auch leichter für mich. So. Wahnsinn. Muss dich tierisch konzentrieren. Also, wenn das dann mal drin ist, dann geht es ohne das Playback. Ne? Dann kann ich das viel leichter spielen. Also. Wichtig ist eins, dass du diesen Groove hinbekommst. Und das geht jetzt, vom Gesang her brauchen wir jetzt gar nicht reden. Ne? Wenn du es jetzt noch singen willst, bist du völlig verloren. Das ist brutal. Das ist, vom Singer her ist es mega gesungen. Ne? Say you ain't saying nothing to the down on the mountain, you should be changing your ways, some other cheerleader with a real... Das hat sich ja tierisch auch angeboten an Anfang der 90er Jahre, wo diese Run DMC das gerappt haben mit Aerosmith zusammen. Das war wie so ein Revival nochmal für die Rockmusik. Wo, diese Kombination war gigantisch, weil im Original der Gesang ja auch fast wie ein Rap klingt. Ja. Ne? Also, das ist dieser Teil. Nicht so einfach. Und dann haben wir, was haben wir da noch? Die Gitarre 2, wenn es dann in den Chorus geht. Ihr seht, also das ist jetzt permanent dieser Riff. Und dann Gitarre 1. Wo sind die Riffs dann? Da haben wir es dann. Ne? Dann kommt der Chorus. Und hier auf dem Chorus haben wir dann ganz einfach den Power Chord. Walk this way, walk this way, walk this way, talk this way, walk this way, talk this way. Man hört wunderbar im Hintergrund die zweite Gitarre. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Power Chord C. Und spielen dann mit dem kleinen Finger die 12 und die 13. 1, 2, 3. Und dann hier ein F. Die zweite Gitarre macht im Hintergrund. Genau. Also was ich höre, ist hier die 8 und die 10. Und man könnte theoretisch auch noch die 7 hier hinzufügen. 7, 18. Aber eigentlich brauchen wir nur die zwei Töne. Und dann unten die 11 auf der dünnen E-Seite und die 10 auf der H-Seite. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. Und dann Vibrato auf dem. Ja, absolut. So, jetzt lass uns mal gucken, was die Tabs hier hergeben. Ich habe hier 3 Tabulaturspuren und in Guitar Pro muss ich das erstmal finden, immer dann. Aber hier haben wir es, ne? Hier kannst du dann sehen, 8, 10, da. Und Vibrato am Schluss, wie Sebastian gerade gesagt hat. Das siehst du dann. Siehst du, hier hat er mal auch wieder die Noten reingemacht, obwohl ich die gar nicht will an der Stelle, ne? Das muss bei jeder Spur. Das ist Hase, ja, ne? Irgendwann kriegen sie es vielleicht hin. Ne? Also hören wir uns mal nur die Spur an hier. Ne? So. Gitarre 2. Und beide Gitarren klingen dann so. Also nochmal. 1, 2, 3, 4.
Und das sollte es jetzt fast gewesen sein, was die Gitarren angeht. Wir spielen jetzt nochmal zusammen den Funk Groove hier, den du in der Tabulatur siehst. Gehen wir in die Szene 1. 1, 2, 3, 4. So, hier haben wir gleich eine Schwierigkeit. Ja. Lass mir das nochmal erklären. Du spielst diesen Hauptriff und dann hast du diesen Stopp und dann musst du in diesen Boogie Groove reinkommen. Und das ist wirklich das. Und das ist wirklich Tückisch. Das ist sehr tückisch, aus dem einen Groove dann in den anderen einzusteigen. Und hier habe ich so eine rhythmische Idee in meinem Kopf. Und zwar diese Triolen hier. Ich habe mir das so eingeprägt, dass ich die ersten 4 Töne hier da, 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 und so reinkomme. Und wenn ich das nicht machen würde, dann verleitet es mich, etwas anderes zu spielen. Ne? Ja. Okay, nochmal zum Sound. Wenn du das hier übst, wichtig ist, abdämpfen. Das ist der Sound, den ich höre, dieses Abgedämpfte. Und es wird locker, aber doch mit ordentlich Power. Ja. Mit ordentlich Power gespielt. So, Sebastian, was können wir jetzt noch zeigen? Gehen wir in das Gitarrensolo. Ganz kurz noch zu dem Riff. Wenn man jetzt plant, das mit einer Band zu spielen oder so, dann kann ich nur tausendmal noch sagen, übt das Ding im Stehen. Oh ja. Weil das ist wirklich brutal, hier im Stehen rumzukommen. Der Riff ist im Stehen nochmal eine Stufe Also da muss man wirklich arbeiten, dass man da mit der Hand rumkommt und das ein ganzes Lied durchziehen kann, ohne dass man sich verkrampft. Auch. Ja. Deswegen Training bei der Sache. Absolut richtiger Hinweis von Sebastian. Ganz wichtig. Das, ja. In die Falle bin ich auch schon getappt. Nur im Sitzen geübt und dann so ein Ding live und also das ist schon extrem. Das ist Hammer, ne? Ja. So, jetzt gucken wir mal, was hier im Chat noch los ist, damit wir vielleicht die ein oder andere... Also, ich wollte mich mal bedanken für deine Zeit und Energie und Wissen, was du teilst. Sehr schön. Danke, lieber Markus. Der Kreislauf zusammen. Oh, das ist nicht gut. Trinkt viel. Boah, das ist schwer, ne? Bei dem Thema. Ja, das Tempo ist letztendlich dann das Endprodukt, ne? Die 107 BPM. Und wunderbar gespielt vom Schlag. Paff, puff, paff. Und du hast halt Sechzehntel, ne, auf den Groove. Lockeres Handgelenk. Und es ist nicht einfach, mit dem kleinen Finger einen Pull-Off zu spielen. Ja. Vor allem im Stehen. Also im Stehen ist es krass. Ne? Heftig, ja. Ich habe so oft falsch gespielt. Ne? Jetzt, wo ich mir nochmal die Tabs angeguckt habe, habe ich erstmal mich umprogrammieren müssen, weil ich erst immer auf die 12 gegangen bin und dann auf die 13. Ja. Im zweiten Teil. Ne? Ich habe also immer so gespielt. Ne? Jetzt kann ich es gar nicht mehr. Ja, ich bin von 12 auf 13, das ist nicht richtig. Es ist von 13 und diese Stretches sind brachial. Okay, also müssen wir ganz ehrlich sein. Jetzt gucken wir uns das erste, wir gehen nicht durch das ganze Gitarrensolo, der Grund ist ganz einfach. Es ist ein improvisiertes Gitarrensolo, aber es hat einige Punkte, die Perry immer gleich spielt. Und zwar das erste Solo spielt er so gut wie immer gleich, das gucken wir uns gleich an. Zumindest diesen Lead-in-Lick Den Lead-in-Lick. So, dass jeder kann, kenne ich. Ja. So. Diese Note. Genau. Und dann mit dem...
Da weiß jeder gleich. Ja, da weiß jeder. Oh, ich ja. glaube, das erste Solo hat auch eher so den Sinn von so einem Instrumental schon fast, als Oder? von so einem Ja. so einer Melodie, die da Ja, eine einfach Story. immer- Er hat eine Story Total. mit schönen Licks. Richtig, richtig cool. Und hier groovet's wie Sau, wie man so schön sagt. Ja. Ne? Und dann im zweiten Solo, beziehungsweise zweites, drittes, es ist am Ende viel Solo-Gitarre, sind dann eben diese Dinge, da gehen wir auch gleich rein. Jetzt gucken wir uns mal an, was er hier spielt. Ne? Also, wo sind wir? Da sind wir. Ne? Also gut. Markieren. Ja, hat man schon wieder die Note eingeblendet, siehst du? Ja. Aber ich lasse es jetzt mal. Also, wir sind natürlich jetzt in der C-Moll-Pentatonik. Interessanterweise bändet er aber den ersten Ton, einen Halbton auf die Dur-Terz praktisch vom C. Also er mischt das wieder total. Ist das geil? Und dann geht er in eine Mollpentatonik. Und dann geht er in die Mollpen, aber er mixt es dauernd. Ja. Er mixt es dauernd. Und das gibt den coolen Rock-Sound. Das gibt diesen. Macht Angus Young so, macht Slash so, machen sie alle so. Nee. Das gibt, Wieso, das gibt wieso wissen die Amerikaner das immer so schön anzuwenden? Es ist schon schön, ne? Also, wir haben diesen Halbton. Wir ziehen die 11 hoch auf die 12. Und dann haben wir einen Hammer-on Pull-Off, also einen kurzen Triller von 8 auf 11. Also. Und dann einen Ganzton. Wie klingt das? Ups, come on. So, und jetzt gleich Perry. Ne? Das Geniale bei ihm in seinen Solos sind diese Pausen, Ja. diese Die Phrasierungspausen. macht die ganze Phrase aus, diese Pause. Diese Pause direkt am Anfang zur Analyse für dich. Machen wir die zweite Gitarre. Also das muss man oft wiederholen, wenn man es genauso spielen will. Gerade diesen ersten Lick würde ich auch so lernen, damit man so reinkommt. So, dann geht es hier weiter. Der nächste super coole Lick hängt ja direkt dran. Im Grunde genommen sind die ersten beiden Takte ein einziger Lick. Aber hören wir mal den zweiten an. Hörst du das am Ende? Wieder eine Pause. Wie er die Pause drin hat und die Luft lässt. Ja. Und hier kannst du jetzt die ersten 3 picken, aber ich höre da einen Pull-Off von der 11 auf die 8, also 8. Würde ich spielen. 11, 8 Pull-Off und dann der Klassiker mit der Blue Note. Und dann wieder dieses typische bei ihm, dieser Band hier, Ganzton-Band mit Pause, bedeutet du gehst hoch und stoppst die Note. Und das hört man auch, wie schön das klingt und dann die 8 hier mit dem schönen Vibrato. So. Ja, also der ist schon flotti, ne? Im Originaltempo. Ja. Super. Und jetzt kommt auch wieder, guck mal, wie schön das klingt. Badi. Ha? Ja. You like it? I like it. 10, 10, also 10 auf der D-Seite und dann auf der H-Seite. Mit einem Halbton auf die 11. Das ist auch die Dur-Note, ne? Ja, ja. Hochgezogen, ne? Und dann... Cool. Die Auflösung dann auf dem A. Und dieser Lauf hier ist typisch, das ist jetzt ein 100% Joe Perry Lauf.
Hört euch den mal an und das ist seine Spielweise. Ha, also langsam. Und dieses A, was er dann auflöst hier auf dem A, bedeutet, Ja. wir sind wieder im Hauptriff. Also es geht ja dann aus diesem... Spiel mal wieder. Nochmal den Groove. 3, 4. So funktioniert es. Und er bleibt drauf, Ja, während wir dann die... da kommt ja dieses A, also das kommt immer auf der letzten Viertel in diesem Takt, bevor dann der Genau. Riff wieder kommt. Also nochmal, der liegt im Originaltempo. Und wenn du den jetzt auf Tempo 50, so lerne ich das, auf Tempo 50 reduzierst. So, also mehr wie die Hälfte runter. Dann, oder 53 habe ich jetzt, dann hörst du diesen schönen Groove, hör mal. Ja, und so ein Lied lernt man halt auswendig. Und dann auf dem A stehen bleiben. So, das war das erste Solo. Jetzt gucken wir noch rein in das zweite Gitarrensolo. Alter Schwede, das ist jetzt improvisiert, was du hier hörst. Aber auch hier haben wir einen Einstieg. Okay, mit dem Fingersatz bin ich nicht ganz einverstanden, den ich hier sehe. Aber es ist egal. Mir geht es um die Töne. Hör mal, Sebastian, was er da macht. Natürlich müssen wir wieder aufs Originaltempo gehen. Und wichtig, jetzt sind wir in E. Jetzt sind wir plötzlich Oder wo sind wir? im zweiten Gitarrensolo. Nee, noch auf- sind wir noch nicht in E. Ah, das ist erst das Outro-Solo. Das ist das, ja, erstes Outro-Solo. Das ist das zweite, dann kommt das dritte noch. Ja. Hast du das gehört? Und Cool. was haben wir hier? Wir haben hier wieder 8-7-5. Ne? Dieses typische. Der ist jetzt auf A. Ne? Vorhin waren wir auf C, jetzt sind wir auf A. Ne? Und bevor ich jetzt da das alles jetzt mit euch noch durchgehe, hör mal hier noch mal rein, der gefällt mir auch ganz gut. Na, und hier diese typische Spielweise. Nein, wir sind immer noch auf C Ja, hier. wir sind noch auf 10. Ja, stimmt. Und jetzt kommt aber das Outro-Gitarrensolo. Im Grunde genommen ist das eine improvisierte Geschichte, immer noch in der C-Moll-Pentatonik. Und dann kommt hier, und das ist wichtig, jetzt springen wir aufs A. In E sind wir jetzt, im Riff. Also Ja. Oh, sorry. Da ändert sich jetzt auch der Riff, das muss man noch Okay. kurz erklären. Also im Outro-Solo, da spielt die Rhythmusgitarre dieses Thema, aber In E. also das Thema ist die ganze Zeit schon in E, aber sie machen jetzt nicht zweimal, sondern sie machen also leere E-Seite, 3 und 4 auf der E-Seite. Und dann, Okay. Warte mal, ich gehe in die Aufnahme hier. Also, Outro, Riff ist. dann antworten sie damit, genau. Und genau, also zuerst. Also langsam. Also, wir spielen die leere E-Seite. 3, 4. Und da hier unten nochmal Ja. das E. Dann ganz normal die Antwort. Genau. Wieder zurück. Und dann wieder.
Genau. Macht er den auch? Genau. Ne? Also es Okay. ändert sich eigentlich nicht viel. Also gut, und Nur auf diesen Riff, wenn du den mal spielst, macht Perry das hier. Und das ist wieder im Lied ganz wichtig. 1, 2, 3, 4. Stopp. Und dann geht es eine Oktave höher. 1, 2, 3, 4. Okay, bevor es jetzt in dieses mega geile... dann Und dann, sind wir in E. und dann sind wir hier unten in E. Und dann kommen hier ein paar Sahne-Licks, die wir uns gleich noch angucken. Ja. Also, er leitet hier, ja, man kann einfach nur sagen, wunderschön in dieses finale Solo hinein, indem er hier einen Ganzton bändet im zweiten Bund auf der G-Seite. Dann im vierten hoch und wieder runter. Also ein Ganzton. Dann wieder hoch. Wenn es nicht schaffst mit einem Finger, einen Ganzton hier, dann nimm 2 Finger. Beim zweiten Mal macht er eigentlich zweimal die 4 hier an der Stelle. Und dann fällt das Vibrato beim zweiten Mal. Und das hört man auch ganz laut im Original. Und dann geht einfach eine Oktave höher. Geht auf die 14. Und dann 16. Bis hier hoch. Und dann wieder 14. Mit einem schönen Vibrato. Und jetzt guck mal hier rein. Oh, sind das coole Licks. Hör mal. Und wieder total rhythmisch. Brutal rhythmisch. Und dann dieses Typel. Was er sehr gerne macht, ist diese Blue Note. 15, 14, 12. Und dann hört er den mal an. Hier, wenn er auf die 16 geht. Ja. Wie geil der klingt. Mixolydisch. Ja! Hammer on, 12, 14. Und dann die 16. Und dann hier zur Abwechslung, guck mal hier, 12, 15 Pull-Off und dann 12, 13 Hammer on. Ist der Er geil? ist mixolydisch. Da sind Ja. wir. Da sind wir. Cool. Sau cool, ne? Also, das ist einer der coolsten Läufe, die, wenn der mir jetzt nochmal die Noten einblendet, kicke ich dem eine voll in die 12. So. Hier, pass auf. Hier. Diesen Lick bitte lernen. Bitte. Also egal wie schwer der dir jetzt vorkommt, ich bitte dich, lern diesen Lick. Na, ich spiele mal ganz langsam. Cool. Cooler geht's nicht. Geht nicht cooler, ne? Und hier hast du noch ein paar, ja, Standarddinge. Du, 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 du. Und ja. Komm. Mega, ne? Also, es lohnt sich, diese Licks zu studieren. Hör dir den mal an. Sebastian, pass mal auf, wie cool der ist. Hast du das gehört? Oh! Hier oben löst er ihn so schön auf, ne? Immer noch mixolydisch. Mixolydisch. Das ist wirklich ein Bilderbuch, wie man sowas einbaut. Okay.
Das ist sag, welche Note es ist. Das ist das Ass. Ja. Diese Note, die macht es hier. Lass mir das nochmal erklären, weil ich glaube, das ist sehr interessant. E-Moll Pentatonik mit Blue Note. Und was er hinzufügt, ist das Ass hier. Und soll ich das sagen? D. Entschuldige, ja, und das ist drin. Soll ich das sagen, von wem er das hat? Jeff Beck. Jeff Beck, ich wollte es gerade sagen, ja. Also das hat er von Jeff Beck, ne? Ja. Also cool. er fügt einfach hier zur Pentatonik in E-Moll das Ass noch hinzu. So schön. Also wenn man da keinen Spaß drauf hat, Sebastian, ich weiß nicht, dann es gibt nichts, was nicht mehr Spaß macht. Also, hier habt ihr also nochmal für euch exemplarisch die Anwendung der mixolydischen Tonleiter. Und hier am Ende, das gefällt mir sehr gut, das glaube ich. Ne? Wieder, also er fügt die Dur-Terz, ist einfach die Dur-Terz, die er dazu fügt. Schön. Ich krieg Bock. Danke, Sebastian. Ich kann ja nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du gekommen bist heute. Und du bist auch gleich herzlich eingeladen zur nächsten Runde. Das sollte es jetzt im Grunde genommen gewesen sein. Gucken wir noch mal rein, was er noch macht. Ja, er geht dann ein bisschen runter hier in die erste Lage der E-Moll Pentatonik. Und hat hier noch ein bisschen... So, hier ist, es klingt jetzt Hendrix. Also, wer das nicht hört, das war jetzt pure Hendrix. Ja. Na? Und er ist auch ein Hendrix-Fan. Hat alles seine ein bisschen ein. Und dann wieder hoch. Und dann... Sorry, ich muss hochscrollen. Dann hört man hier, wie schön er das auflöst. Hier unten nochmal. Und dann hier hoch. Und das Finale. Hendrix, purer Hendrix. Ja. Sorry. Ne? Also. Cool. Richtig cool. So, ihr Lieben, das sollte es gewesen sein. Also, meine Tipps zu dem Song. Du hast 3 Teile, wenn du ihn live performen willst, wie Sebastian gesagt hat, ein sehr wichtiger Tipp. Übe es auch im Stehen. Du brauchst 2 Gitarren, glaube ich, damit es so cool ist. Sonst damit fehlt so, einfach dieses Frage-Antwort im das Chorus. Frage-Antwort. Bam, bam. Es ist so genial. Also wir brauchen 2 Gitarren, wenn du das live performst. 2 Gitarren. Der Hauptriff ist easy. Wenn du jetzt ein Anfänger bist oder noch ganz am Anfang, hab Spaß einfach mit dem Hauptriff. Das genügt schon. Und dann, wenn du hier hoch gehst, spiel einfach einen Rock'n'Roll. Greif den C. Das hört keiner. Es geht ja darum, dass du Spaß hast erstmal. Ne? Ja. Und wenn du dich an diesen Groove gewöhnt hast, ne, dann lernst du diese
einzelnen Töne, die du da zu spielen hast. Und dann spielst du das wie im Original. Und der Rest ist ganz einfach. Du hast einfach nur und diese diese beiden Sachen auch mit 2 Gitarren einfacher, glaube ich, wie mit einer Gitarre. Und dann das erste Solo würde ich sehr nah am Original anlegen. Und dann diese Bendings, die sind wichtig, wenn es dann aufs E geht. Und dann hier oben ein bisschen Jeff Beck, die 16. Also die Note Ass hinzufügen in deine Tonleiter. Und unten noch ein bisschen Hendrix noch und das war's. So, das sollte es gewesen sein. Ab und zu trägt man mir per Nachricht bei, dass ich meine Videos zu ausführlich mache und sie zu lange sind. Das ist ja völlig okay, wenn du mein Konzept nochmal Revue passieren lässt. Das lautet ganz einfach, das ist eine Privatstunde für dich. Ne? Das ist wie wenn du zu mir in den Unterricht kommst und eigentlich hast du heute sogar 2 Leute gehabt, die das mit viel Freude erklärt haben. Also es ist eine Stunde Privatunterricht und das bleibt halt online die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und ich glaube, jeder wird was davon haben. Ich jedenfalls und Sebastian, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Song. Und wir verabschieden uns und laden euch herzlich ein in... Oh, jetzt bin ich in Urlaub. Also ich bin jetzt nächste Woche bin ich weg. Ich gehe nach Rhodos, lassen wir es gut gehen, ein bisschen bei den Griechen. Tue ein bisschen was für die Wirtschaft. Ist ja auch schön dort. Ne? Ja. Und nächste Woche finden keine Live-Videos statt. In 2 Wochen wieder. Termin gebe ich hoffentlich rechtzeitig bekannt. Und wir machen Black Knight von Deep Purple und gucken uns dann dort die einzelnen Passagen, die Gitarrensolos, gucken uns die Version an von Ritchie Blackmore und natürlich Steve Morse. Und Sebastian ist wieder dabei. Ich freue mich jetzt schon. Lade dich herzlich ein. Das sollte es gewesen sein. Und wie immer, ciao, das war's. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn du jetzt gehst, dann geh doch auf meine Patreon-Seite und trage dich ein in den Kreis der Unterstützer. Abonniere, falls du noch nicht abonniert hast, und klick auf das Glockensymbol, um die neuesten Videos mitgeteilt zu bekommen. Herzlichen Dank, das war's. Ciao, hier war Horst Keller und Sebastian Minnet. Ciao.